Stell dir vor, jemand erzählt dir die Wahrheit und trotzdem wirst du getäuscht. Unmöglich? Ein einziger Satz bringt einen jungen Mann dazu, seinen Weg aufzugeben, doch erst viel später erfährt er, welches entscheidende Detail ihm verschwiegen wurde. Und damit herzlich willkommen in unserem Stübchen. In diesem Podcast Rabbit, die Märchensammlung und mehr, erzähle ich euch Märchen aus aller Welt. Geschichten, die dich für einen Moment aus dem Alltag holen und vielleicht ein kleines bisschen verzaubern. Daraufhin folgen eine spannende Analyse und Deutung. Heute reisen wir an die Ostküste Afrikas zu einem Märchen der Swahili aus Tansania. Ich wünsche euch viel Spaß! Rabbit, die Märchensammlung und mehr. Das Märchen Eine Geschichte von Mutan Abbey. Mutan Abbey war einäugig. Eines Tages beschloss er, um eine Frau anzuhalten. Als er auf dem Weg war, sah er einen schönen jungen Mann, und er sagte zu ihm: »Junger Mann, wohin gehst du?« Der antwortete: »Ich will um Fräulein Zubeidas Hand bitten.« »Oh«, sagte Mutan Abbey, »ich komme eben von ihr und habe gesehen, wie sie einen Mann geküsst hat.« Da wurde der junge Mann anderen Sinnes und kehrte um. Und Mutan Abbey ging hin und warb um Fräulein Zubeida. Und er wurde angenommen und heiratete sie. Später erfuhr jener Jüngling von Mutan Abbeys Hochzeit, und er ging zu ihm und sagte: »Du hast mir gesagt, dass es nicht gut ist, jene Frau zu heiraten. Du hättest sie getroffen, wie sie einen Mann geküsst hat. Und wie finde ich dich nun heute?« Mutan Abbey entgegnete: »Oh, ich hatte wohl Gründe, sie zu heiraten. Und wenn ich dir gesagt habe, ich hätte sie mit einem Mann zusammen gesehen, den sie küsste, so hast du mich ja nicht gefragt, wer der Mann gewesen ist.« Da fragt er: »Nun, was war es denn für ein Mann, den du sie hast küssen sehen?« Er antwortete: »Es war ihr Vater.« Analyse Teil 1 Mutan Abbeys Plan. Im ersten Teil lernen wir Mutan Abbey kennen. Über ihn erfahren wir zunächst nur 2 Dinge. Er ist einäugig und beschließt, um eine Frau anzuhalten. Diese knappe Einführung wirkt zunächst beinahe nebensächlich. Trotzdem legt sich bereits mehrere mögliche Themen des Märchens fest. Äußere Erscheinung, gesellschaftliche Erwartungen, Konkurrenz und die Frage, wie Menschen ihre Ziele erreichen. Auffällig ist vor allem, dass Mutan Abbeys Einäugigkeit gleich zu Beginn erwähnt wird. Für die spätere Handlung wäre diese Information eigentlich nicht zwingend notwendig. Das Märchen hebt sie also vermutlich bewusst hervor. Das fehlende Auge kann zunächst ganz wörtlich als körperliches Merkmal verstanden werden. Mutan Abbey entspricht dadurch möglicherweise nicht dem damaligen Ideal eines vollkommenen oder besonders attraktiven Heiratskandidaten. Kurz darauf begegnet er ausgerechnet einem schönen jungen Mann. Damit entsteht sofort ein deutlicher Gegensatz. Auf der einen Seite steht der einäugige Mutan Abbey, auf der anderen Seite steht ein junger Mann, dessen Schönheit ausdrücklich betont wird. Das Märchen stellt damit 2 mögliche Bewerber nebeneinander, die äußerlich sehr unterschiedlich erscheinen. Noch bevor wir erfahren, dass beide dieselbe Frau heiraten möchten, wird dadurch eine Konkurrenz angedeutet. Mutan Abbey könnte sich dem schönen jungen Mann gegenüber unterlegen fühlen. Vielleicht geht er davon aus, dass dieser aufgrund seines Aussehens bessere Chancen bei der Frau besitzt. Das Märchen sagt dies allerdings nicht ausdrücklich. Es ist eine mögliche Deutung, die sich aus der Gegenüberstellung ergibt. Interessant ist dabei, dass Mutan Abbey nicht umkehrt und auch nicht offen gegen den anderen Mann antritt.
Stattdessen spricht er ihn an und fragt, wohin er gehe. Diese einfache Frage wird zum Ausgangspunkt der gesamten weiteren Handlung. Muthan Abbey sammelt zunächst Informationen. Er verrät dem Fremden noch nicht, dass er selbst ebenfalls um dieselbe Frau werben möchte. Dadurch entsteht von Anfang an ein Wissensvorsprung. Der schöne junge Mann antwortet offen und ehrlich. Muthan Abbey dagegen kennt nun dessen Absicht, ohne seinen eigenen Preis zu geben. Schon hier zeigt sich ein Ungleichgewicht zwischen den beiden Figuren. Der eine spricht offen über sein Ziel, der andere beobachtet, fragt und behält seine eigenen Absichten zunächst für sich. Das kann als Klugheit gelesen werden, aber ebenso als Beginn einer Täuschung. Muthan Abbey nutzt das Gespräch nicht nur, um den anderen kennenzulernen, er verschafft sich einen Vorteil. Damit stellt das Märchen früh die Frage, welche Mittel ein Mensch einsetzen darf, um ein persönliches Ziel zu erreichen. Auch Muthan Abbeys Entschluss, um eine Frau anzuhalten, wird sehr nüchtern erzählt. Wir erfahren nicht, ob er die Frau liebt, ob er sie bereits kennt oder warum er ausgerechnet sie heiraten möchte. Das Märchen konzentriert sich weniger auf romantische Gefühle als auf die Konkurrenz zwischen den beiden Männern und auf Muthan Abbeys Vorgehen. Die Frau erscheint zunächst lediglich als Ziel einer Werbung. Ihre eigenen Wünsche, Gedanken oder Gefühle werden nicht erwähnt. Das kann mit der Kürze und der traditionellen Erzählweise des Märchens zusammenhängen. Gleichzeitig lässt sich die Darstellung kritisch betrachten. Die Frau wird zunächst nicht als handelnde Person eingeführt, sondern als jemand, um den zwei Männer werben. Dadurch liegt der Fokus auf den Strategien der Werber und nicht auf ihrer eigenen Entscheidung. Auch das Motiv des Weges ist bedeutsam. Muthan Abbey befindet sich auf dem Weg, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Die geplante Heirat könnte für gesellschaftliche Anerkennung, Zugehörigkeit und Zukunft stehen. Doch noch bevor er sein Ziel erreicht, begegnet er einem möglichen Konkurrenten. Der Weg wird damit zu einem Ort der Prüfung. Muthan Abbey muss entscheiden, wie er mit dieser Konkurrenz umgeht. Er könnte dem jungen Mann offen sagen, dass sie offenbar dasselbe Ziel verfolgen. Er könnte versuchen, die Frau zuerst zu erreichen. Oder er könnte akzeptieren, dass am Ende die Frau selbst entscheidet. Stattdessen beginnt er die Situation durch ein Gespräch zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Dieser erste Teil bereitet also nicht nur die Handlung vor. Er zeigt bereits etwas über Muthan Abbeys Charakter. Er wirkt aufmerksam, schnell im Denken und strategisch. Er erkennt sofort, dass der schöne junge Mann für ihn ein Hindernis darstellen könnte. Gleichzeitig deutet sich an, dass er nicht unbedingt mit offenen Karten spielen wird. Seine Einäugigkeit erhält dadurch möglicherweise noch eine zweite symbolische Bedeutung. Ein Auge kann für eine eingeschränkte Sichtweise stehen. Muthan Abbey sieht die Situation vielleicht nur aus seiner eigenen Perspektive. Er möchte die Frau heiraten und betrachtet den anderen Mann vor allem als Konkurrenz. Er fragt nicht, was die Frau möchte. Auch die Fairness gegenüber dem jungen Mann scheint zunächst keine Rolle zu spielen. Man könnte daher sagen, dass Muthan Abbey zwar körperlich nur mit einem Auge sieht, zugleich aber sehr genau erkennt, wie er eine Situation zu seinem Vorteil nutzen kann. Das erzeugt einen interessanten Widerspruch. Äußerlich besitzt er ein eingeschränktes Sehvermögen, innerlich erscheint er jedoch besonders aufmerksam und berechnend. Vielleicht spielt das Märchen also mit der Erwartung, dass körperliche Einschränkung mit Schwäche gleichzusetzen sei. Muthan Abbey erweist sich keineswegs als hilflos. Im Gegenteil, er ist dem schönen jungen Mann in dieser Begegnung geistig zunächst überlegen. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass sein Verhalten moralisch richtig ist. Gerade darin liegt vermutlich die Spannung der Geschichte. Muthan Abbey gleicht einem möglichen äußeren Nachteil durch Sprache und List aus. Das Märchen könnte damit einerseits zeigen, dass äußere Schönheit nicht über Erfolg entscheidet.
Der schöne junge Mann wirkt zunächst überlegen, doch Mutant Abbey besitzt die größere strategische Geschicklichkeit. Andererseits stellt sich die Frage, ob Klugheit ohne Ehrlichkeit wirklich bewundernswert ist. Mutant Abbey nutzt seine Fähigkeit nicht nur zur Selbstbehauptung. Er beginnt die Wahrnehmung eines anderen Menschen gezielt zu beeinflussen. Auch der schöne junge Mann wird durch seine äußere Beschreibung auf eine bestimmte Funktion reduziert. Seine Schönheit macht ihn zum offensichtlichen Konkurrenten. Über seinen Charakter erfahren wir zunächst nur, dass er offen auf Mutant Abbeys Frage antwortet. Diese Offenheit kann als Ehrlichkeit, aber auch als Naivität verstanden werden. Er geht offenbar nicht davon aus, dass Mutant Abbey seine Informationen gegen ihn verwenden könnte. Damit stehen sich bereits im ersten Teil zwei unterschiedliche Haltungen gegenüber. Der schöne junge Mann vertraut und spricht offen, Mutant Abbey fragt, beobachtet und plant. Eine mögliche Gesamtbedeutung dieses ersten Abschnitts lautet deshalb: Der erste Teil erzählt von einem Menschen, der sich möglicherweise durch sein Aussehen benachteiligt fühlt und versucht, diesen Nachteil durch Intelligenz und Strategie auszugleichen. Dabei zeigt das Märchen aber auch, wie schnell aus Klugheit Manipulation werden kann. Mutant Abbey erscheint nicht als passives Opfer gesellschaftlicher Schönheitsvorstellungen. Er nimmt sein Schicksal selbst in die Hand, doch die Mittel, die er dafür wählen wird, werfen bereits moralische Fragen auf. Der Gegensatz zwischen dem einäugigen Mutant Abbey und dem schönen jungen Mann macht deutlich, dass äußere Erscheinung und tatsächliche Durchsetzungsfähigkeit nicht dasselbe sind. Wer äußerlich überlegen wirkt, muss nicht gewinnen. Wer äußerlich benachteiligt erscheint, kann durch Sprache, Beobachtung und List und Macht über eine Situation gewinnen. Doch das Märchen deutet zugleich an, dass diese Macht einen Preis haben kann. Sobald ein Mensch Informationen nicht mehr zur Verständigung, sondern zur Täuschung nutzt, wird aus einem einfachen Gespräch ein Mittel der Manipulation. Analyse Teil 2: Abschreckende Behauptung. Im zweiten Teil erfährt Mutant Abbey, dass der schöne junge Mann um dieselbe Frau werben möchte wie er selbst. Der junge Mann antwortet offen auf Mutant Abbeys Frage und sagt, dass er um Fräulein Zubeidas bitten möchten will. In diesem Moment wird aus der zufälligen Begegnung eine direkte Konkurrenzsituation. Mutant Abbey reagiert jedoch nicht offen. Er sagt dem jungen Mann nicht, dass er selbst dasselbe Ziel verfolgt. Stattdessen behauptet er komme gerade von der Frau und habe gesehen, wie sie einen Mann geküsst habe. Entscheidend ist dabei, Mutant Abbey spricht keinen vollständigen erfundenen Satz aus. Später stellt sich heraus, dass die Frau tatsächlich einen Mann geküsst hat. Er verschweigt jedoch, dass es ihr Vater war. Damit arbeitet Mutant Abbey nicht mit einer eindeutigen Lüge, sondern mit einer Halbwahrheit. Gerade darin liegt die zentrale Bedeutung dieses Abschnitts. Eine Halbwahrheit kann besonders wirkungsvoll sein, weil sie sich auf etwas tatsächlich Geschehenes stützt. Der Sprecher muss nichts vollständig erfinden, er lässt lediglich einen entscheidenden Zusammenhang weg und überlässt es dem anderen, die Lücke selbst zu füllen. Mutant Abbey sagt nicht ausdrücklich, die Frau habe einen Liebhaber, er sagt auch nicht, dass sie untreu oder ungeeignet für eine Ehe sei. Trotzdem weiß er offenbar, welche Vorstellungen seine Worte beim jungen Mann auslösen werden. Der schöne junge Mann hört, dass die Frau einen Mann geküsst hat und deutet dies sofort als Zeichen einer romantischen oder sexuellen Beziehung. Er fragt weder nach der Identität des Mannes noch nach den Umständen der Begegnung. Dadurch zeigt dieser Abschnitt nicht nur Mutant Abbeys Manipulation, sondern auch die Bereitschaft des jungen Mannes, eine unvollständige Information sofort zu bewerten. Die Täuschung funktioniert also nur, weil beide Figuren einen Beitrag dazu leisten.
Mutan Abbey liefert eine bewusste, mehrdeutige Aussage, der junge Mann ergänzt den fehlenden Zusammenhang durch seine eigene Vermutung. Das Märchen zeigt damit, dass Manipulation nicht immer darin besteht, einem Menschen eine vollständige falsche Geschichte zu erzählen. Manchmal genügt es ihm nur, einen ausgewählten Teil der Wahrheit zu geben und darauf zu vertrauen, dass seine eigenen Vorurteile den Rest erledigen. Der Kuss ist ein mehrdeutiges Symbol. Der Kuss bildet das wichtigste Symbol dieses Abschnitts. Ein Kuss kann sehr unterschiedliche Bedeutungen haben. Er kann Ausdruck von Liebe, familiäre Zuneigung, Begrüßung, Respekt oder Vertrautheit sein. Mutan Abbey nutzt genau diese Mehrdeutigkeit. Er nennt nur die äußere Handlung, aber nicht ihre Bedeutung. Dadurch wird aus einem familiären Kuss in der Vorstellung des jungen Mannes ein möglicher Beweis für Untreue oder mangelnde Ehrbarkeit. Der Kuss steht deshalb sinnbildlich für den Unterschied zwischen Beobachtung und Interpretation. Die Beobachtung lautet, eine Frau küsst einen Mann. Die Interpretation des jungen Mannes lautet offenbar, diese Frau hat eine Beziehung zu einem anderen Mann und kommt deshalb als Ehefrau nicht in Frage. Das Märchen macht deutlich, dass zwischen diesen beiden Ebenen ein großer Abstand liegen kann. Etwas gesehen oder gehört zu haben, bedeutet noch nicht, dessen Bedeutung wirklich zu kennen. Die Sprache wird als Werkzeug der Manipulation verwendet. Mutan Abbeys wichtigste Waffe ist in diesem Abschnitt nicht körperliche Stärke und auch nicht gesellschaftlicher Rang. Es ist seine Sprache. Mit nur einem Satz verändert er die Entscheidung des jungen Mannes. Das zeigt, wie mächtig Worte sein können. Mutan Abbey muss den anderen nicht bedrohen, bestechen oder vertreiben. Er setzt lediglich eine Vorstellung in dessen Kopf. Seine Aussage wirkt wie ein Samen, aus dem Misstrauen wächst. Diese Form der Einflussnahme ist besonders wirksam, weil der junge Mann glaubt, selbst zu seiner Entscheidung gekommen zu sein. Mutan Abbey sagt ihm nicht ausdrücklich, du solltest diese Frau nicht heiraten. Er liefert nur eine Information, die so formuliert ist, dass die gewünschte Schlussfolgerung fast automatisch entsteht. Der junge Mann kehrt daraufhin aus eigenem Entschluss um. Damit bleibt Mutan Abbeys Einfluss zunächst unsichtbar. Er zwingt den anderen nicht, er steuert lediglich dessen Wahrnehmung. Man könnte deshalb sagen, Mutan Abbey kontrolliert nicht direkt die Handlung seines Konkurrenten, sondern die Grundlage, auf der dieser seine Entscheidungen trifft. Das Umkehren ist ein Symbol. Dass der junge Mann umkehrt, ist mehr als eine bloße Bewegung auf dem Weg. Der Weg zur Frau steht für seine Absicht, eine mögliche gemeinsame Zukunft zu beginnen. Durch Mutan Abbeys Aussage gibt er dieses Ziel jedoch auf, bevor er die Frau überhaupt selbst gesprochen oder ihre Sicht erfahren hat. Das Umkehren symbolisiert damit eine Entscheidung, die auf ungeprüfte Information beruht. Der junge Mann verlässt nicht nur den Weg zur Frau, er zieht sich auch aus einer Möglichkeit zurück, ohne zu wissen, ob seine Befürchtung berechtigt ist. Darin liegt eine Warnung vor vorschnellen Entscheidungen. Ein einziger Satz genügt, um seinen gesamten Plan zu verändern. Das Märchen zeigt dadurch, wie schnell Menschen einen eingeschlagenen Weg verlassen können, wenn eine Information ihre Erwartungen oder Ängste bestätigt. Nun thematisieren wir die Ehre, den Ruf und die gesellschaftlichen Erwartungen. Die Reaktion des jungen Mannes lässt außerdem erkennen, welche Bedeutung der Ruf einer Frau innerhalb der erzählten Gesellschaft besitzt. Die bloße Vorstellung, sie könnte einen anderen Mann geküsst haben, reicht aus, damit er von seinem Heiratsvorhaben Abstand nimmt. Er scheint nicht darüber nachzudenken, ob er mit ihr sprechen oder die Situation aufklären sollte. Ihr vermeintliches Verhalten wird unmittelbar zu einem Urteil über ihre Eignung als Ehefrau. Das kann darauf hindeuten,
dass weibliche Ehre und sexuelle Treue besonders streng bewertet werden. Dabei besitzt die Frau selbst in diesem Abschnitt keine Stimme. Sie kann die Beobachtung nicht erklären und sich nicht gegen die daraus entstehenden Deutungen wehren. Ihr Ruf wird in einem Gespräch zwischen zwei Männern verhandelt, ohne dass sie anwesend ist. Diese Darstellung kann kritisch gelesen werden. Muttern Abbey benutzt den möglichen Zweifel an der Ehrbarkeit einer Frau als strategisches Mittel. Der junge Mann wiederum ist sofort bereit, diesen Zweifel ernst zu nehmen. Die Frau wird dadurch zum Gegenstand männlicher Konkurrenz und zugleich zum Opfer einer Interpretation, von der sie nichts weiß. Die Schönheit des jungen Mannes ist ein Symbol eines unzureichenden Vorteils. Im ersten Teil wurde die Schönheit des jungen Mannes ausdrücklich hervorgehoben. Im zweiten Teil zeigt sich jedoch, dass äußere Attraktivität allein keinen Erfolg garantiert. Der schöne junge Mann verliert nicht, weil er weniger anziehend wäre. Er verliert, weil er eine Aussage ungeprüft übernimmt. Seine Schönheit schützt ihn nicht vor Unsicherheit, Misstrauen oder Fehlurteile. Damit verschiebt das Märchen den Wettbewerb von der äußeren Erscheinung auf die geistige Ebene. Muttern Abbey erscheint körperlich möglicherweise benachteiligt, besitzt aber die größere sprachliche und strategische Macht. Der andere wirkt äußerlich überlegen, erweist sich jedoch als leicht beeinflussbar. Das Märchen kann damit die Vorstellung in Frage stellen, dass Schönheit automatisch mit Erfolg, Stärke oder Überlegenheit verbunden ist. Gleichzeitig sollte Muttern Abbeys Sieg nicht einfach als Triumph der Intelligenz gefeiert werden, denn seine Klugheit dient hier nicht der Aufklärung, sondern der Irreführung. Hierbei stellt sich auch die Frage, warum fragt der junge Mann nicht nach? Dies ist einer der wichtigsten Fragen dieses Abschnitts. Warum fragt der junge Mann nicht, wer dieser Mann gewesen ist? Die spätere Auflösung zeigt, dass genau diese eine Nachfrage die gesamte Täuschung verhindert hätte. Sein Versäumnis kann als Zeichen von Naivität verstanden werden. Vielleicht vertraut er Muttern Abbey, obwohl er ihn offenbar kaum kennt. Es kann aber auch für vorschnelles Misstrauen gegenüber der Frau stehen. Er ist bereit, das Schlechteste anzunehmen, ohne Beweise zu verlangen. Möglicherweise bestätigt Muttern Abbeys Aussage eine bereits vorhandene Angst, die Sorge, zurückgewiesen, betrogen oder mit einem anderen Mann verglichen zu werden. Dann wäre seine Reaktion nicht nur Unwissenheit, sondern Ausdruck innerer Unsicherheit. Das Märchen erklärt seinen Gedanken nicht, dennoch zeigt sein sofortiges Umkehren, dass er mehr auf die Aussage eines fremden Mannes vertraut, als auf die Möglichkeit, die Frau selbst kennenzulernen oder zu befragen. Darin liegt eine weitere mögliche Botschaft. Menschen glauben Gerüchten oft besonders schnell, wenn diese ihre Ängste oder Vorurteile ansprechen. Thematisieren wir nun die Wahrheit, die Lüge und die Verantwortung. Muttern Abbey könnte sich später darauf berufen, dass seine Aussage wörtlich wahr gewesen sei. Doch moralisch entlastet ihn das kaum. Er weiß, dass der junge Mann seine Worte anders verstehen wird. Gerade deshalb formuliert er sie so. Das Märchen stellt damit eine wichtige Frage. Ist eine Aussage ehrlich, nur weil sie technisch gesehen wahr ist? Muttern Abbey verschweigt den entscheidenden Zusammenhang nicht versehentlich. Er tut es, um einen bestimmten Eindruck hervorzurufen. Die Täuschung liegt deshalb weniger in den einzelnen Worten als in der Absicht hinter ihnen. Man könnte sagen, er sagt etwas Wahres, um eine falsche Vorstellung zu erzeugen. Das ist eine besonders raffinierte Form der Unwahrheit. Der Abschnitt unterscheidet damit zwischen sprachlicher Genauigkeit und moralischer Aufrichtigkeit. Ein Satz kann sachlich korrekt und dennoch irreführend sein. Eine mögliche Gesamtbedeutung wäre, dass der zweite Teil zeigt, wie leicht Wahrnehmung durch unvollständige Informationen gelenkt werden kann. Muttern Abbey nutzt eine mehrdeutige Beobachtung, um seine Konkurrenten auszuschalten.
Der schöne junge Mann übernimmt die Andeutung ohne nachzufragen und gibt dadurch sein Ziel auf. Das Märchen warnt somit nicht nur vor der Lüge, sondern vor der gezielt verkürzten Wahrheit. Es zeigt außerdem, dass Zuhörer Verantwortung für ihre Schlussfolgerungen tragen. Der junge Mann hätte nachfragen, prüfen oder selbst mit der Frau sprechen können. Stattdessen lässt er eine einzelne Aussage über seine Zukunft entscheiden. Der Kuss steht dabei für eine Handlung, deren Bedeutung vom Zusammenhang abhängt. Das Umkehren steht für eine Entscheidung, die getroffen wird, bevor dieser Zusammenhang bekannt ist. Eine mögliche Botschaft lautet daher: Nicht alles, was wörtlich wahr ist, vermittelt auch die Wahrheit, und nicht jede Information, die glaubwürdig klingt, sollte unser Urteil bestimmen, bevor wir ihren Zusammenhang kennen. Mutan Abbey gewinnt in diesem Abschnitt durch List, doch sein Erfolg beruht darauf, dass er Misstrauen erzeugt und einen anderen Menschen bewusst zu einer falschen Schlussfolgerung führt. Damit bleibt offen, ob er als besonders klug oder als moralisch fragwürdig betrachtet werden soll. Gerade diese Uneindeutigkeit macht den zweiten Teil interessant. Das Märchen zeigt die Wirksamkeit seiner Strategie, ohne die Frage vollständig zu beantworten, ob ein Erfolg, der durch Manipulation entsteht, wirklich als Sieg gelten kann. Analyse Teil 3: Die Hochzeit versus Konfrontation. Im dritten Teil verändert sich die Handlung deutlich. Die Täuschung liegt nun bereits hinter den Figuren. Mutan Abbey geht zu der Frau, wirbt um sie, wird angenommen und heiratet sie. Damit erreicht er zunächst genau das Ziel, das er verfolgt hat. Auffällig ist, wie knapp die Hochzeit erzählt wird. Wir erfahren weder, wie die Werbung abläuft, noch warum die Frau Mutan Abbey annimmt. Auch über ihre Gefühle oder ihre Entscheidung wird nichts weiter gesagt. Die Erzählung interessiert sich an dieser Stelle offenbar wenig für die Beziehung zwischen Mutan Abbey und seiner Frau, als für die Folgen seines vorherigen Handelns. Die Hochzeit ist deshalb nicht nur ein glücklicher Abschluss eines Werbens, sie ist zugleich der sichtbare Beweis dafür, dass Mutan Abbeys Strategie erfolgreich war. Was zuvor nur aus Worten bestand, wird nun Wirklichkeit. Der andere junge Mann war umgekehrt. Mutan Abbey ist weitergegangen, am Ende heiratet er die Frau. Die Hochzeit kann dadurch als Symbol für einen erreichten Vorteil verstanden werden. Mutan Abbey hat nicht nur einen möglichen Konkurrenten aus dem Weg geräumt, er hat dessen ursprüngliches Ziel selbst übernommen. Gleichzeitig wirft die Hochzeit eine moralische Frage auf. Kann ein Erfolg wirklich als verdient gelten, wenn er auf einer bewusst erzeugten Fehlvorstellung beruht? Das Märchen beantwortet diese Frage zunächst nicht. Es zeigt nur, dass List tatsächlich zum Ziel führen kann. Die Frau wird gezeigt als Auslöserin, aber nicht als handelnde Stimme. Auch im dritten Teil bleibt die Frau auffallend still. Sie wird umworben, nimmt Mutan Abbey an und wird seine Ehefrau. Trotzdem erfahren wir nichts darüber, ob sie den anderen jungen Mann kannte, ob sie von seiner ursprünglichen Absicht wusste oder wie sie zu Mutan Abbey steht. Das kann mit der Kürze des Märchens zusammenhängen. Dennoch ist diese Leerstelle bedeutsam. Die zentrale Auseinandersetzung findet weiterhin zwischen den beiden Männern statt. Die Frau ist der Anlass ihrer Konkurrenz, aber nicht die Person, die diese Auseinandersetzung selbst mitgestaltet. Dadurch wird die Ehe beinahe wie ein errungener Preis behandelt. Diese Darstellung kann kritisch gelesen werden, denn tatsächlich wäre die Frau keine Belohnung, die einem Bewerber gehört. Sie wäre ein Mensch mit einer eigenen Entscheidung. Dass das Märchen diese Perspektive kaum zeigt, verweist möglicherweise auf gesellschaftliche Vorstellungen, in denen Heirat vor allem als Angelegenheit zwischen Familien oder männlichen Bewerbern erzählt wurde. Die Hochzeit wirkt wie die öffentliche Wahrheit und besitzt noch eine weitere Funktion.
Solange Mutan Abbey nur mit dem jungen Mann gesprochen hatte, blieb seine eigene Absicht verborgen. Durch die Heirat wird sie öffentlich sichtbar. Nun erkennt der junge Mann, dass Mutan Abbey keineswegs neutral über die Frau gesprochen hatte. Er war selbst an ihr interessiert. Damit verändert sich rückwirkend die Bedeutung des früheren Gesprächs. Was damals wie eine Warnung wirkte, erscheint nun als eigennützige Einflussnahme. Die Hochzeit wird deshalb zum Moment der Enthüllung. Mutan Abbey muss nicht von jemandem verraten werden. Sein eigener Erfolg macht seine Absicht sichtbar. Das ist symbolisch interessant. Der Gewinn trägt bereits den Beweis der Täuschung in sich. Gerade weil Mutan Abbey die Frau heiratet, erkennt der andere junge Mann, dass etwas nicht zusammenpasst. Ein heimlicher Vorteil kann also durch seine sichtbaren Folgen entlarvt werden. Die verzögerte Erkenntnis hat der junge Mann erst später von der Hochzeit. Diese Verzögerung ist wichtig. Im Augenblick der Täuschung hat er Mutan Abbeys Aussage sofort geglaubt. Erst nachdem Zeit vergangen ist und neue Informationen hinzukommen, beginnt er die Situation anders zu beurteilen. Das zeigt, dass Menschen eine frühere Entscheidung manchmal erst im Rückblick hinterfragen. Zum Zeitpunkt des Umkehrens erschien ihm Mutan Abbeys Aussage offenbar überzeugend. Später erkennt er einen Widerspruch. Wenn die Frau wirklich ungeeignet gewesen sein soll, warum hat Mutan Abbey sie dann selbst geheiratet? Die Hochzeit zwingt ihn dazu, seine damalige Schlussfolgerung neu zu prüfen. Der dritte Teil handelt deshalb auch von nachträglichen Zweifeln. Manchmal wird eine Täuschung nicht sofort erkannt. Erst spätere Ereignisse zeigen, dass eine frühere Erklärung unvollständig oder eigennützig gewesen sein könnte. Der junge Mann bleibt nicht dauerhaft verschwunden, nachdem er von der Hochzeit erfährt. Geht er zu Mutan Abbey und stellt ihn zur Rede. Diese Rückkehr verändert seine Rolle. Zuvor war er derjenige, der eine Information ungeprüft angenommen und seinen Weg verlassen hatte. Nun sucht er die direkte Auseinandersetzung. Er gibt sich also nicht mehr mit seinen früheren Deutungen zufrieden. Die Rückkehr kann als Zeichen von wachsendem Misstrauen, aber auch von neu gewonnener Selbstbehauptung verstanden werden. Er möchte verstehen, wie Mutan Abbeys Warnung und dessen spätere Heirat zusammenpassen. Damit tut er nun etwas, das er beim ersten Gespräch versäumt hatte. Er fragt nach. Allerdings geschieht diese Nachfrage sehr spät. Hätte er schon bei der ersten Begegnung genauer nachgefragt, wäre die gesamte Entwicklung möglicherweise anders verlaufen. Der dritte Teil zeigt somit, dass Aufklärung zwar verspätet möglich ist, die Folgen einer früheren Entscheidung aber bereits eingetreten sein können. Die Konfrontation ist also Forderung nach Verantwortung. Der junge Mann sagt sinngemäß: „Du hast mir erklärt, es sei nicht gut, diese Frau zu heiraten. Nun hast du sie selber geheiratet." Damit wirft er Mutan Abbey nicht nur Widersprüchlichkeit vor, er fordert ihn auf, Verantwortung für seine Worte zu übernehmen. Mutan Abbeys frühere Aussage hatte das Leben des jungen Mannes beeinflusst. Er gab sein Vorhaben auf, während Mutan Abbey davon profitierte. Die Konfrontation machte deshalb sichtbar, dass Worte nicht folgenlos bleiben. Wer andere durch Informationen lenkt, kann später mit den Konsequenzen dieser Einflussnahme konfrontiert werden. Der junge Mann fordert keine abstrakte Erklärung, er verweist auf den konkreten Widerspruch zwischen Mutan Abbeys Aussage und seinem Verhalten. Dadurch steht nicht nur mehr die Frau im Mittelpunkt, sondern Mutan Abbeys Glaubwürdigkeit. Der dritte Teil stellt Sprache und Handlung einander gegenüber. Mutan Abbeys Worte lauteten sinngemäß: diese Frau sei für eine Heirat problematisch. Seine Handlung lautet jedoch, er heiratet sie selbst. Der junge Mann vertraut nun nicht mehr nur auf das gesprochene Wort, er vergleicht es mit dem tatsächlichen Verhalten. Darin liegt eine wichtige mögliche Deutung. Menschen zeigen ihre wirklichen Absichten häufig deutlich durch ihre Handlungen als durch ihre Aussagen.
Muttern Abbys Verhalten enthüllt, dass seine früheren Warnungen nicht uneigennützig gewesen sein kann. Das Märchen legt damit nahe, nicht nur darauf zu achten, was jemand sagt, sondern auch darauf, wem diese Aussage nützt und wie die Person anschließend selbst handelt. Dass Muttern Abby die Frau heiratet, kann außerdem unterschiedlich gedeutet werden. Einerseits ist die Ehe das Ziel seines Plans und damit Ausdruck seines Erfolgs. Andererseits bindet sie ihn dauerhaft an seine Entscheidung. Er kann nun nicht mehr so tun, als hätte er nur eine beiläufige Beobachtung weitergegeben. Seine Ehe zeigt eindeutig, dass er selbst ein Interesse an der Frau hatte. Die Hochzeit ist deshalb nicht nur Gewinn, sondern auch Festlegung. Muttern Abby hat erreicht, was er wollte. Gleichzeitig hat er dadurch Voraussetzungen geschaffen, unter der seine frühere Manipulation erkannt werden kann. Man könnte sagen, sein Erfolg schützt ihn nicht vor der Wahrheit über den Weg, auf dem er ihn erreicht hat. Der schöne junge Mann als Verlierer, aber nicht völlig machtlos. Der junge Mann hat die Frau nicht geheiratet, dennoch ist er im dritten Teil nicht nur passives Opfer. Indem er Muttern Abby aufsucht, fordert er eine Erklärung. Er versucht, die Deutungshoheit über das Geschehene zurückzugewinnen. Zuvor hatte Muttern Abby bestimmt, wie der Kuss verstanden werden sollte. Nun bringt der junge Mann den Widerspruch zur Sprache und zwingt Muttern Abby, seine Behauptung zu erläutern. Die Machtverhältnisse verschieben sich damit erneut. Muttern Abby besitzt zwar die Frau und den sichtbaren Erfolg der Hochzeit, der junge Mann besitzt jedoch nun eine berechtigte Frage, auf die Muttern Abby antworten muss. Die verspätete Nachfrage ist ein Lehrmoment. Der dritte Teil bereitet die spätere Pointe vor, besitzt aber auch unabhängig davon eine Aussage. Er zeigt, wie wichtig es ist, Aussagen nicht nur im Moment ihres Hörens zu prüfen, sondern auch später neu zu bewerten, wenn zusätzliche Informationen auftauchen. Der junge Mann erkennt einen Widerspruch und ignoriert ihn nicht. Das unterscheidet ihn von seiner früheren Reaktion. Damals zog er sich zurück, jetzt sucht er die Auseinandersetzung. Darin kann eine Entwicklung seiner Figur gesehen werden. Er ist noch immer derjenige, der getäuscht wurde, doch er bleibt nicht bei seiner ersten Rolle stehen. Er verlangt eine Erklärung. Die Hochzeit ist als Wendepunkt zu sehen, statt als Ende. In vielen Märchen bildet eine Hochzeit den Abschluss. Die Figuren heiraten und die Geschichte endet. Hier ist die Hochzeit jedoch nicht das Ende, sondern der Beginn der Aufklärung. Das ist besonders auffällig. Die Ehe löst den Konflikt nicht, sie macht ihn erst sichtbar. Damit wird ein typisches Märchenmotiv umgekehrt. Das vermeintliche glückliche Ende führt zu einer offenen Frage. Die Hochzeit steht also nicht für endgültige Harmonie, sondern für einen Wendepunkt. Sie zeigt, dass äußeres Glück und moralische Ordnung nicht dasselbe sind. Muttern Abby hat bekommen, was er wollte. Trotzdem ist die Geschichte noch nicht abgeschlossen, weil die Art seines Erfolgs ungeklärt bleibt. Eine mögliche Gesamtbedeutung ist, dass der dritte Teil die Folgen einer Handlung zeigt, die zunächst erfolgreich erschien. Muttern Abby erreicht durch seine Strategie die Ehe mit der Frau, doch gerade dieser Erfolg offenbart später seinen persönlichen Vorteil und macht den anderen jungen Mann misstrauisch. Die Hochzeit wird dadurch zum Symbol einer sichtbaren Konsequenz. Sie macht aus einer verborgenen Absicht eine erkennbare Tatsache. Der junge Mann kehrt zurück und fordert eine Erklärung. Damit wird die frühere Täuschung nicht einfach vergessen. Worte, die das Leben eines anderen beeinflussen, können später wieder auf den Sprecher zurückkommen. Der Abschnitt legt außerdem nahe, Aussagen an Handlungen zu überprüfen. Muttern Abbys Verhalten widerspricht scheinbar seiner früheren Warnung. Erst dieser Widerspruch bringt den jungen Mann dazu nachzufragen. Eine mögliche Botschaft lautet deshalb: Nicht immer zeigt sich die Wahrheit im Augenblick. Manchmal wird es erst durch spätere Handlungen sichtbar, welche Absicht hinter früheren Worten stand. Gleichzeitig erinnert der Teil daran, dass ein Erfolg nicht automatisch moralische Rechtfertigung bedeutet. Muttern Abby hat gewonnen, aber die Frage bleibt bestehen, ob sein Gewinn auf eine Weise erreicht wurde, die Vertrauen verdient.
Die Hochzeit beendet den Wettbewerb zwischen den beiden Männern äußerlich. Innerlich eröffnet sie jedoch eine neue Auseinandersetzung. Nicht mehr die Frage, wer die Frau heiratet, steht im Mittelpunkt, sondern ob Mutan Abbey ehrlich gehandelt hat und wie er seinen Widerspruch erklären wird. Analyse Teil 4: Die überraschende Auflösung. Im 4. und letzten Teil erklärt Mutan Abbey, warum seine frühere Aussage aus seiner Sicht nicht falsch gewesen sei. Er sagt sinngemäß, er habe tatsächlich gesehen, wie die Frau einen Mann küsste. Der andere junge Mann habe nur nicht gefragt, wer dieser Mann gewesen sei. Auf die Nachfrage folgt schließlich die Auflösung. Der Mann war ihr Vater. Damit verändert ein einziges fehlendes Detail die Bedeutung der gesamten Situation. Der Kuss war kein Zeichen von Untreue, sondern ein Ausdruck familiärer Nähe. Mutan Abbey wusste das von Anfang an. Er ließ den Zusammenhang jedoch bewusst offen und nutzte die erwartbare Fehlinterpretation des jungen Mannes für seinen eigenen Vorteil. Die Pointe ist ein plötzlicher Perspektivwechsel. Die Auflösung ist als klassische Pointe aufgebaut. Bis zum letzten Satz bleibt offen, ob Mutan Abbey tatsächlich gelogen hat. Dann zeigt sich, dass seine Aussage wörtlich richtig, in ihrer Wirkung aber bewusst irreführend war. Die Pointe funktioniert deshalb nicht nur durch Überraschung, sondern durch einen Wechsel der Perspektive. Der junge Mann hat die Aussage sofort in einem romantischen oder sexuellen Zusammenhang verstanden. Erste Information über den Vater zeigt, dass seine Vorstellung nicht aus der Beobachtung selbst stammte, sondern aus seiner eigenen Deutung. Der letzte Satz zwingt damit nicht nur die Figur, sondern auch das Publikum, die Geschichte rückwirkend neu zu betrachten. Der Vater ist als Symbol zu verstehen des fehlenden Zusammenhangs. Der Vater ist in diesem Teil mehr als nur die überraschende Auflösung. Er steht für den entscheidenden Kontext, der zuvor verschwiegen wurde. Ein Kuss zwischen einer Frau und einem unbekannten Mann kann unterschiedlich gedeutet werden. Ein Kuss zwischen einer Tochter und ihrem Vater erhält dagegen eine völlig andere Bedeutung. Der Vater symbolisiert deshalb den Zusammenhang, ohne den eine Information missverstanden werden kann. Das Märchen zeigt damit, eine Tatsache allein genügt nicht immer, um eine Situation richtig zu beurteilen. Erst die Beziehung zwischen den beteiligten Personen erklärt, was tatsächlich geschehen ist. Mutan Abbey verteidigt sich damit, dass der junge Mann nicht gefragt habe, wer der Mann gewesen sei. Diese Erklärung verschiebt einen Teil der Verantwortung auf den Getäuschten. Tatsächlich hätte eine einzige Nachfrage genügt. Wer war dieser Mann? Der junge Mann stellte sie jedoch erst später, nachdem die Folgen seiner Entscheidung bereits eingetreten waren. Darin liegt eine wichtige moralische Aussage. Wer eine mehrdeutige Behauptung hört und sofort daraus ein Urteil bildet, trägt Verantwortung für die eigene Schlussfolgerung. Das entlastet Mutan Abbey allerdings nicht vollständig. Er wusste, wie seine Aussage verstanden werden würde. Das fehlende Detail ließ er nicht versehentlich aus. Gerade die Lücke war das Mittel seiner Täuschung. Deshalb stehen am Ende zwei Formen von Verantwortung nebeneinander. Mutan Abbey ist verantwortlich für die absichtliche Irreführung. Der junge Mann ist verantwortlich dafür, dass er nicht nachfragte und eine Vermutung wie eine Gewissheit behandelte. Der letzte Teil stellt besonders deutlich die Frage, ist eine Aussage schon ehrlich, nur weil sie wörtlich stimmt? Mutan Abbey könnte behaupten, er habe nicht gelogen. Die Frau hatte tatsächlich einen Mann geküsst, aber seine Absicht war nicht, den jungen Mann sachlich zu informieren. Er wollte in ihm einen bestimmten Eindruck erzeugen. Damit unterscheidet das Märchen zwischen zwei Formen von Wahrheit. Auf der sprachlichen Ebene war der Satz korrekt, auf der moralischen Ebene war er irreführend. Diese Unterscheidung ist zentral, denn Menschen können andere täuschen, ohne eine vollständige erfundene Behauptung auszusprechen. Es genügt manchmal, wahre Einzelheiten so auszuwählen, dass ein falsches Gesamtbild entsteht. Mutan Abbey nutzt keine offene Lüge, sondern eine Wahrheit ohne Kontext. Es stellt sich noch die Frage,
hat die Einäugigkeit eine neue Bedeutung. Am Ende erhält auch Mutant Abbys Einäugigkeit eine mögliche zusätzliche Symbolik. Er besitzt nur ein Auge, zeigt aber zugleich, dass auch die anderen Figuren nur einseitig sehen. Der junge Mann hört nur eine Aussage und betrachtet nur eine mögliche Deutung. Er sieht gewissermaßen ebenfalls nur einen Ausschnitt. Mutant Abby dagegen kennt die ganze Situation, zeigt dem anderen aber absichtlich nur eine Seite davon. Die körperliche Einäugigkeit steht damit möglicherweise in einem ironischen Verhältnis zur geistigen Einseitigkeit. Der Einäugige kennt den vollständigen Zusammenhang. Der äußerlich unversehrte junge Mann sieht nur das, was ihm sprachlich vorgegeben wird. Gleichzeitig kann man Mutant Abby selbst als moralisch einseitig betrachten. Er sieht zwar die Möglichkeiten seiner Strategie, aber nicht oder nicht ausreichend die Fairness gegenüber dem anderen Mann. Seine Klugheit ist scharf, aber nicht ausgewogen. Was ist die Moral des Märchens? Die Moral lässt sich nicht auf einen einzigen Satz reduzieren, weil das Märchen beide Männer kritisch zeigt. Eine Botschaft lautet: Frage nach, bevor du urteilst. Eine zweite Botschaft lautet: Eine Halbwahrheit kann ebenso täuschend sein wie eine Lüge. Eine dritte Botschaft lautet: Der Zusammenhang entscheidet über die Bedeutung. Die Pointe stellt Mutant Abby als geistreich und schlagfertig dar. In einer humorvollen Leseart könnte man seine Antwort als cleveren Triumph verstehen. Er hat den anderen Mann nicht mit einer plumpen Lüge besiegt, sondern dessen eigene Annahme gegen ihn verwendet. Trotzdem bleibt sein Verhalten moralisch problematisch. Er gewinnt nicht durch Offenheit oder durch die freie Entscheidung der Frau, sondern durch eine bewusste, gelenkte Fehlinterpretation. Dadurch stellt das Märchen möglicherweise zwei Vorstellungen von Klugheit gegenüber. Klugheit als Fähigkeit, eine Situation geschickt zu nutzen, und Weisheit als Fähigkeit, dabei auch gerecht und verantwortungsvoll zu handeln. Mutant Abby besitzt eindeutig die erste Form. Ob er auch die zweite besitzt, bleibt fraglich. Eine mögliche Gesamtdeutung ist, dass der letzte Teil zeigt, dass Wahrheit nicht nur davon abhängt, ob einzelne Worte korrekt sind, entscheidend ist auch, welcher Eindruck bewusst erzeugt wird. Mutant Abby gewinnt durch das, was er nicht sagt. Der junge Mann verliert durch das, was er nicht fragt. Damit entsteht eine sehr präzise moralische Struktur. Auf der einen Seite steht das bewusste Verschweigen, auf der anderen Seite steht das vorschnelle Schlussfolgern. Zwischen beiden liegt die fehlende Nachfrage. Die Pointe mit dem Vater macht deutlich, wie stark sich eine Situation verändern kann, sobald der Kontext bekannt wird. Die Moral des Märchens könnte deshalb lauten: Glaube nicht, dass du die Wahrheit kennst, nur weil du einen Teil von ihr gehört hast. Frage nach dem Zusammenhang und achte darauf, ob jemand vielleicht gerade durch das Weglassen entscheidender Informationen deine Wahrnehmung lenkt. Gleichzeitig erinnert das Märchen daran, dass sprachliche Cleverness nicht automatisch moralische Größe bedeutet. Mutant Abby hat gewonnen, aber ob er wirklich recht gehandelt hat, bleibt eine andere Frage. Bevor wir zum Fazit kommen, interessiert mich eure Meinung. War Mutant Abby für euch clever oder hat er den jungen Mann bewusst manipuliert? Und trägt der junge Mann selbst eine Mitschuld, weil er nicht nachgefragt hat? Schreibt eure Gedanken gerne in die Kommentare, vielleicht sind euch noch Symboliken oder Details aufgefallen, die ich in meiner Analyse nicht erwähnt habe. Wenn euch das Märchen und die Analyse gefallen, lasst gerne ein Like da, teilt das Video und abonniert den Kanal, damit ihr keine weitere Folge von Rabbit, die Märchensammlung und mehr, verpasst. Lasst uns gemeinsam über das Märchen diskutieren. Ich freue mich auf eure Meinung. Analyse Teil 5. Fazit. Übertragen auf unsere heutige Gesellschaft stellt dieses kurze Märchen vor allem eine Frage. Wie leicht lassen wir uns durch eine Aussage beeinflussen, wenn uns der entscheidende Zusammenhang fehlt?
Mutan Abbey erzählt keine vollständig erfundene Geschichte. Die Frau hat tatsächlich einen Mann geküsst, doch er verschweigt bewusst, dass es ihr Vater war. Seine Aussage ist also wörtlich richtig und vermittelt trotzdem ein falsches Bild. Gerade das macht das Märchen heute besonders aktuell. Wir begegnen ständig kurzen Aussagen, Überschriften, Ausschnitten, Bildern und Videos. Häufig sehen wir nur wenige Sekunden einer Situation oder lesen einen einzelnen Satz, ohne den vollständigen Zusammenhang zu kennen. Trotzdem bilden wir uns schnell eine Meinung darüber, was passiert ist und wer sich richtig oder falsch verhalten hat. Mutan Abbey zeigt, wie wirkungsvoll eine Wahrheit werden kann, wenn sie gezielt verkürzt wird. Er muss den jungen Mann nicht offen belügen, er muss ihm nur genau den Teil erzählen, der das gewünschte Misstrauen auslöst. Den Rest ergänzt der junge Mann selbst. Auch heute funktionieren viele Formen der Manipulation auf diese Weise. Man zeigt nicht unbedingt etwas vollkommen Falsches, stattdessen wählt man bestimmte Informationen aus, lässt andere weg und erzeugt dadurch eine gewünschte Wirkung. Ein Bild kann echt sein und trotzdem einen falschen Eindruck vermitteln. Ein Zitat kann korrekt wiedergegeben sein und dennoch etwas anderes bedeuten, wenn der vorherige oder der folgende Satz fehlt. Eine Statistik kann stimmen und trotzdem irreführend eingesetzt werden, wenn wichtige Vergleichswerte verschwiegen werden. Das Märchen erinnert uns deshalb daran, dass eine einzelne wahre Information noch nicht automatisch die ganze Wahrheit ergibt. Mutan Abbey verteidigt sich am Ende damit, dass der junge Mann ihn nicht gefragt habe, wer der geküsste Mann gewesen sei. Rein sprachlich kann er behaupten, nicht gelogen zu haben. Moralisch ist diese Verteidigung jedoch schwach. Mutan Abbey wusste genau, welche Vorstellung seine Worte auslösen würden. Er ließ den entscheidenden Zusammenhang nicht zufällig weg. Er tat es, um einen persönlichen Vorteil zu erhalten. Damit zeigt das Märchen einen Unterschied, der auch heute wichtig ist. Es gibt einen Unterschied zwischen formal die Wahrheit sagen und ehrlich informieren. Wer eine Aussage absichtlich so formuliert, dass andere daraus eine falsche Schlussfolgerung ziehen, trägt Verantwortung für diese Täuschung. Selbst dann, wenn kein einzelner Satz vollständig erfunden ist. Das gilt für persönliche Beziehungen ebenso wie für Werbung, Politik, Medien und soziale Netzwerke. Menschen können sich nicht immer damit entschuldigen, sie hätten technisch gesehen nichts Falsches gesagt, wenn sie bewusst ein falsches Gesamtbild erzeugt haben. Die Absicht hinter einer Aussage gehört zu ihrer moralischen Bewertung dazu. Gleichzeitig macht das Märchen nicht nur Mutan Abbey verantwortlich. Auch der junge Mann trägt einen Teil zur Täuschung bei. Er fragt nicht nach. Er kennt weder den Zusammenhang noch die Identität des Mannes. Trotzdem verwandelt er eine unvollständige Aussage sofort in ein fertiges Urteil über die Frau. Damit zeigt das Märchen eine zweite gesellschaftliche Gefahr. Menschen lassen sich besonders leicht täuschen, wenn eine Behauptung zu ihren Erwartungen, Ängsten oder Vorurteilen passt. Der junge Mann scheint sofort anzunehmen, der Kuss müsse etwas Romantisches oder Unehrenhaftes bedeuten. Eine harmlose familiäre Erklärung zieht er offenbar nicht in Betracht. Auch heute glauben Menschen Informationen häufig schneller, wenn sie das bestätigen, was sie ohnehin vermutet haben. Wir hinterfragen Behauptungen weniger, wenn sie zu unserem bestehenden Weltbild passen. Wir teilen Inhalte, die unsere Empörung bestätigen. Wir urteilen über Menschen, bevor wir ihre Sicht gehört haben. Das Märchen fordert deshalb nicht nur dazu auf, verantwortungsvoll zu sprechen, es fordert ebenso dazu auf, verantwortungsvoll zuzuhören. Eine wichtige Frage wäre daher, was weiß ich wirklich und was habe ich selbst ergänzt? Besonders kritisch ist, dass Mutan Abbey den Ruf der Frau benutzt, um seinen Konkurrenten loszuwerden. Er weiß offenbar, dass schon die Andeutung eines Kusses ausreichen kann, damit der junge Mann ihre Eignung als Ehefrau in Frage stellt. Die Frau selbst ist bei diesem Gespräch nicht anwesend. Sie kann nicht erklären, nichts richtigstellen und nicht einmal erfahren, welches Bild von ihr erzeugt wird. Ihr Ruf wird von zwei Männern verhandelt, während ihre eigene Stimme fehlt.
Auch darin besitzt das Märchen einen deutlichen Bezug zu unserer Gesellschaft. Noch heute werden Frauen häufig stärker nach ihrem vermeintlichen Beziehungs- oder Sexualverhalten beurteilt als Männer. Gerüchte, Bilder oder Andeutungen können ihren Ruf beschädigen, selbst wenn niemand den vollständigen Zusammenhang kennt. Muttern Abbey nutzt genau diese gesellschaftliche Erwartung. Seine Manipulation funktioniert nur, weil der junge Mann bereit ist, die Frau aufgrund einer einzigen Andeutung abzuwerten. Das Märchen kann deshalb auch als Beispiel dafür gelesen werden, wie Vorurteile strategisch eingesetzt werden. Nicht nur die Person, die das Gerücht verbreitet, ist Teil des Problems. Auch eine Gesellschaft, die bereitwillig das Schlechteste glaubt, schafft den Raum, in dem solche Gerüchte wirken können. Auffällig ist außerdem, dass die Frau im gesamten Märchen kaum als eigenständige Person erscheint. Zwei Männer wollen sie heiraten. Einer bringt den anderen durch eine List zum Umkehren. Danach wirbt Muttern Abbey um sie und wird angenommen. Wir erfahren jedoch fast nichts über ihre Gedanken, Wünsche oder Gefühle. Dadurch wirkt sie stellenweise wie der Preis eines Wettstreits. Aus heutiger Sicht lässt sich das kritisch hinterfragen. Eine Beziehung ist kein Wettbewerb, bei dem der geschicktere Bewerber einen Menschen gewinnt. Entscheidend müsste vielmehr sein, wen die Frau selbst kennenlernen und heiraten möchte. Das Märchen erwähnt zwar, dass Muttern Abbey angenommen wird, damit besitzt sie zumindest formal eine Entscheidung. Dennoch bleibt ihre Perspektive außerhalb der Erzählung. Diese Leerstelle zeigt, wie Geschichten gesellschaftliche Machtverhältnisse widerspiegeln können. Wer darf reden? Wessen Motive werden erklärt? Und wer erscheint nur als Gegenstand der Entscheidungen anderer? Gerade bei alten Märchen lohnt es sich, nicht nur nach ihren offensichtlichen Moral zu fragen, sondern auch danach, welche Perspektiven fehlen. Erfolg ist nicht dasselbe wie moralisches Recht. Muttern Abbeys Plan funktioniert. Er beseitigt seinen Konkurrenten, heiratet die Frau und kann seine frühere Aussage später sogar geschickt verteidigen. Oberflächlich betrachtet ist er der Gewinner der Geschichte, doch sein Erfolg beweist nicht, dass sein Handeln richtig war. Auch das ist eine wichtige gesellschaftliche Botschaft. Wir neigen häufig dazu, erfolgreiche Menschen im Nachhinein Recht zu geben. Wer sein Ziel erreicht, wird als klug, durchsetzungsfähig oder überlegen wahrgenommen. Dabei wird leicht vergessen, auf welche Weise dieser Erfolg entstanden ist. Hat jemand fair gehandelt? Hat er andere informiert oder manipuliert? Hat er eine Möglichkeit genutzt oder bewusst Vertrauen missbraucht? Muttern Abbey besitzt sprachliches Geschick und strategisches Denken, aber Klugheit ohne moralische Verantwortung kann zur Manipulation werden. Das Märchen unterscheidet dadurch indirekt zwischen Cleverness und Weisheit. Cleverness fragt, wie erreiche ich mein Ziel? Weisheit müsste zusätzlich fragen, was richte ich dabei bei anderen Menschen an? Auch Muttern Abbeys Einäugigkeit erhält im Hinblick auf unsere Gesellschaft eine interessante Bedeutung. Äußerlich sieht Muttern Abbey nur mit einem Auge, doch geistig erkennt er die Schwäche seines Konkurrenten sehr genau. Das Märchen könnte uns deshalb dazu auffordern, mehrere Perspektiven einzubeziehen, bevor wir urteilen oder handeln. In sozialen Medien ist die Moral des Märchens besonders leicht wiederzuerkennen. Ein kurzer Ausschnitt wird veröffentlicht, eine Überschrift gibt bereits eine bestimmte Deutung vor, Menschen reagieren innerhalb weniger Sekunden. Sie kommentieren, verurteilen und teilen, bevor sie wissen, was davor oder danach geschehen ist. Dabei kann das Gezeigte vollkommen echt sein, trotzdem kann die vermittelte Geschichte falsch sein. Genau das geschieht im Märchen. Der Kurs ist real, die daraus gebildete Erzählung ist es nicht. Der entscheidende Unterschied liegt im fehlenden Zusammenhang. Damit beschreibt die Geschichte beinahe ein früheres Beispiel für das, was wir heute als Framing bezeichnen würden. Eine Information wird so präsentiert, dass sie eine bestimmte Interpretation nahelegt. Das Märchen fordert uns daher auf, bei starken emotionalisierenden Aussagen kurz innezuhalten. Wer erzählt mir das? Welches Interesse könnte diese Person haben? Welche Information fehlt? Wurde die betroffene Person selbst gefragt? Und würde ich zu demselben Urteil kommen, wenn ich den gesamten Zusammenhang kennen würde?
Das Märchen zeigt außerdem, wie Vertrauen ausgenutzt werden kann. Der junge Mann hat zunächst keinen erkennbaren Grund, Muttern Abby zu misstrauen. Er nimmt dessen Aussage als hilfreiche Warnung wahr. Muttern Abby nutzt dieses Vertrauen jedoch nicht, um ihn ehrlich zu informieren, sondern um ihn zu lenken. Auch heute entstehen Manipulationen oft nicht dort, wo Menschen ohnehin misstrauisch sind. Sie wirken besonders stark, wenn eine Aussage von jemandem kommt, dem man Kompetenz, Nähe oder gute Absichten zuschreibt. Deshalb bedeutet kritisches Denken nicht, grundsätzlich niemandem zu vertrauen. Es bedeutet, auch bei glaubwürdig wirkenden Aussagen nach Zusammenhang, Belegen und möglichen Interessen zu fragen. Vertrauen darf vorhanden sein, sollte aber nicht jede Prüfung ersetzen. Eine mögliche gesellschaftliche Gesamtbedeutung wäre deshalb, dass das Märchen eine Gesellschaft zeigt, in der derjenige einen Vorteil gewinnt, der Informationen besser kontrollieren kann. Muttern Abby besitzt nicht unbedingt mehr Schönheit oder gesellschaftliches Ansehen. Seine Macht entsteht daraus, dass er weiß, was wirklich geschehen ist und entscheidet, welchen Teil davon er weitergibt. Der junge Mann verliert nicht deshalb, weil er körperlich schwächer wäre, er verliert, weil er seine Entscheidung auf eine fremde Darstellung stützt, ohne sie zu überprüfen. Die Frau verliert innerhalb der Erzählung vor allem ihre eigene Stimme. Andere deuten ihr Verhalten und entscheiden über ihren Ruf, während sie selbst nicht beteiligt ist. Damit berührt das Mädchen 3 bis heute relevanten Formen von Macht. Die Macht, Informationen auszuwählen, die Macht, über andere zu urteilen und die Macht festzulegen, wessen Perspektive überhaupt gehört wird. Vielleicht liegt darin seine wichtigste Bedeutung für unsere Gesellschaft. Wir sollten nicht nur fragen, ob eine Aussage wahr ist. Wir sollten auch fragen, welcher Teil der Wahrheit fehlt, wem die Aussage nützt und welche Person in der Erzählung nicht selbst zu Wort kommt. Muttern Abbys Erfolg zeigt, wie wirkungsvoll Sprache sein kann. Die Reaktion des jungen Mannes zeigt, wie gefährlich vorschnelle Schlussfolgerungen sind. Und die Sprachlosigkeit der Frau zeigt, wie leicht über Menschen gesprochen wird, anstatt mit ihnen. Die Moral des Märchens könnte deshalb lauten: Höre nicht nur auf die Worte, sondern achte auf den Zusammenhang und die Absicht dahinter. Frage nach, bevor du urteilst, und vergiss nicht, die Person anzuhören, über die gesprochen wird. Denn eine halbe Wahrheit kann ein vollständiges Leben verändern. Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit, die Märchensammlung und mehr.